Ja, hallo, einen schönen guten Morgen aus Beuerberg zu unserem neuen YouTube-Film. Heute Morgen haben wir hier ein Cross Alice Tourer von 1933. Ein ziemlich seltenes Auto, sind nur 60 Stück gebaut. Der Marke Alvis mit 6 Zylindern und knapp 90 PS. Also Qualität ist sensationell, das zeigen wir euch ein bisschen später. Jetzt sitzt erstmal Schorsch neben mir, weil diese Vorkriegsfahrzeuge, der ist ja mittlerweile 90 Jahre alter Herr hier, die haben ein ganz besonderes Prozedere, wie man sie startet. Und wie das jetzt funktioniert, das zeigt euch Schorsch mal. So, okay. Schorsch. Beim Kaltstart ist beim Alvis so, da hat man da die Vorzündung, da tut man den ganz runter. Wenn er dann mal warm ist, nachher kann man einstellen, wie er am besten läuft. Wunderbar. Da hat man Standgas, ja, und da haben die Lichtbetätigung. So, Schorsch ist schon mal einmal gefahren, machen wir bei unseren Filmen, dass wir wissen, die laufen auch gut, sind in Ordnung. Das heißt in der Regel, wenn wir hier losfahren, also zumindest jetzt auch, ist die Maschine warm, also so einigermaßen warm. Genau. So, Schorsch, jetzt machen wir mal an, wie geht das? Dann hat man da den Startvorgang, man schaltet da auf Start, da hat man einen Schock, einen Drehschock, aber ja, das braucht man jetzt nicht, wenn man einen Kaltstart, dann tut man rechts, aber jetzt tut man nach links. Ja. Da hat man dann früher noch Run gehabt, das ist gewesen, wenn man eine Magnetzündung gehabt hat, aber Aha, der ist schon umgebaut auf Transistorzündung, jetzt braucht man da nicht mehr. Wunderbar. Und dann geht es ganz einfach auf Start und da tut man einen Starter drücken. Also, dann machen wir das jetzt mal. Gas ist in der Mitte, die Pedalerie ist halt andersrum, rechts außen immer die Bremse. Genau. Also wer Vorkriegsautos fährt, die 90 bis 100 Jahre alt sind, da ist die Bremse. Egal was passiert, immer dran denken, rechts außen voll durchtreten. Weil wenn man da falsch tritt, geht es gegen die Wand und das braucht man ja nicht. In der Mitte ist es Gas und links dann die Kupplung. So, da fahren wir mal los. Der Rückwärtsgang ist ganz links vorne. Ja. Okay, und der erste ist unten oder oben? Der erste ist oben. Wunderbar. Genau, wunderbar. Prima. Machen wir es schon. Ja, ans Getriebe muss ich mich jetzt noch ein bisschen gewöhnen, aber das Tolle ist bei unserem Cross Alice Tourer, dieser Alvis hat ein synchronisiertes Getriebe und überhaupt damals die Marke Alvis im Laufe der 30er Jahre, die haben die innovativsten Autos überhaupt gebaut. Er hat zwar noch Seilzugbremsen und Starrachsen. Oh Gott, jetzt habe ich heute Morgen einen Frosch, ist ein bisschen zu früh, dass wir losfahren. Aber er hat super Bremsen, er hat einen ganz modernen Rahmen, der tiefer liegt, deswegen sind die auch gerne als Sportwagen benutzt worden. Und das Schöne an unserem Wagen, er ist wirklich traumhaft vom Markenspezialisten in England restauriert worden und auch unter Mithilfe hier in Deutschland. Das heißt, qualitativ ist das hier der optimale Oldtimer. Das heißt, er hat also nicht nur eine sensationelle Historie, die man wirklich komplett belegen kann, nachvollziehen kann. Man sieht über Jahrzehnte, wem das Auto gehört hat. Da sind also Besitzverhältnisse von teilweise 35 Jahren am Stück. Das ist natürlich fantastisch. So, ich muss mir jetzt erstmal hier ein bisschen gucken mit Gas und Bremse. Dann hat er synchronisiertes Getriebe. Weiß ich jetzt nicht richtig. Ja, hat er, ja doch. Ja, ist wie gesagt gewöhnungsbedürftig, weil die Gänge hier sehr, sehr dicht nebeneinander liegen. Ist aber, wenn man sagt, ich möchte ein Vorkriegsauto haben, ist das ja einer der modernsten Autos, die es überhaupt gibt. Ja, Motor hat 3 Vergaser, die 90 PS geleistet haben mit 6 Zylindern, hat 2,6 Liter Hubraum. Das ist eine ganze Menge, aber der Wagen ist relativ leicht, also er wiegt nur 1,3 Tonnen. Und dadurch, dass er hier ein sehr schönes, großes Lenkrad hat, ist er gut zu bewegen. Und man hat herrliche Platzverhältnisse in so einem Wagen. Ist ein Vierplätzer, hat also hinten eine schöne Bank. Ist ein Tourer, ist so der klassische Tourer. Hat vorne auch schön Platz, hat Schalensitze. Also fahren tut er sich sehr, sehr bequem, kann ich nicht anders sagen. Man sitzt sehr gut. Es sind keine beengten Platzverhältnisse, auch für Leute, ich sag mal, die 1,90 Meter oder mehr sind. Ich habe ja fast gerade ausgestreckte Beine. Ist der wunderbar zu bewegen. So, jetzt haben wir, lass mal langsam fahren hier, Erik. Das kann ja doch, jetzt hat er uns gesehen. Ja. Genauso alt wie unser Auto. Ja, ja. Hier in Bayern ist alles im Originalzustand.
Naja, wunderbar, aber heute Morgen ist relativ leer, dadurch geht das auch. Ja, also hat eine tolle Front, wenn man da rüber guckt, die riesigen Lampen vorne, die verchromten Lampentöpfe. Damals hatte man große Lampen, aber relativ geringe Lichtausbeute. Dann dieses schöne, weltberühmte Adler-Logo von dem Vogel vorne auf der Haube. Daran erkennt man die Marke Alvis. Aber was ich schon mal hier merke, er hat einen guten Durchzug. Und ich sag mal, wenn man die Bremsen noch ein bisschen justiert hat und die noch ein bisschen besser zupackt, das ist also möglich, kann man den Wagen auch richtig sportlich fahren. Jetzt war im dritten Gang, ne? Ja. Oh, jetzt zieht ganz gut ab. Der Wagen lief auf 145 Stundenkilometer Spitze. Von 0 bis 100 hat man damals nicht gemessen, aber man hat sie erreicht. Aber für ein Vorkriegsauto ist der ziemlich leicht anzufassen, zu handeln. Ist also nicht schwer, das Auto. Wie gesagt, er wiegt 1,3 Tonnen. Wenn man sich da ein bisschen gewöhnt hat an den Wagen, kann man ihn wunderbar bewegen. So, berghoch kann man hier besser bremsen jetzt. Ja. Runter, wo meinst du jetzt runter? Ja, Standgas ein bisschen runter, nach unten lehnen. Ja. Okay. Das war der Rückwärtsgang. Ja. Ja, die Gänge liegen ziemlich dicht nebeneinander. Also insoweit ist das ein bisschen problematisch. Ja, also wenn man sich dran gewöhnt mit der Schalterei, geht das wunderbar. Man muss sich halt dran gewöhnen, wie jedes Auto. Also wahrscheinlich einige sagen, aber der wiederholt sich immer oder ich weiß nicht was, aber jedes Auto, was wir hier bringen, ist einzigartig. Ich muss mich an jeden Wagen gewöhnen. Und dadurch, da wir jetzt im Sommer so 3 bis 4 Filme die Woche mindestens machen, ist das manchmal ein bisschen anstrengend. Das soll jetzt keine Entschuldigung sein, aber so ein bisschen die Erklärung dafür, dass ich mich hier mitunter so ein bisschen fremd noch bewege, weil man muss sich daran gewöhnen, wie so ein Auto fährt. Das ist halt eben wirklich was Besonderes. Und hat mit Serienautos nichts zu tun. So. Ja, wunderbar. Das ist der zweite Gang. Also man muss ihn sehr gefühlvoll schalten, aber dadurch, dass er synchronisiert ist, fährt er sich wirklich wunderbar. Also sehr einfach. Bei den anderen Autos gibt es noch Zwischengas. Das ist eine ziemliche Prozedur. Also da braucht man dann eine Woche, bis man sich an so ein Auto richtig gewöhnt hat. Hier geht das, sage ich mal, in relativ kurzer Zeit, ist auch für Frauen gut zu fahren, weil er einigermaßen leicht zu handhaben ist, auch nicht so schwer. Was ist das denn hier? Ach so, das ist der Scheibenwischer. Gut, also da darf es nicht so doll regnen, habe ich jetzt mal angemacht hier. Hier vorne ist der Scheibenwischermotor, also ihr seht, wie langsam das geht. Mach ich mal aus. Ja. Gibt auch noch einen Scheibenwischer, also links der hat immer im Regen gesessen, anders geht das nicht. Ja, also es gibt ja ein Alvis Speed 25 und das hier ist ein Alvis Speed 20. Da haben wir absolut tolle Unterlagen. Also das Auto ist 1954 von einem Kapitän nach Berlin mitgenommen worden. Und das hat das Auto fast 40 Jahre besessen. Und wir haben hier sämtliche Dokumente, die es überhaupt geben kann zum Auto vom ersten Tag seiner Existenz, also ab 1933, hier 1955. Es ist alles da. Der Wagen ist auch im Alvis Club bekannt. Das Auto ist komplett dokumentiert. Schaut euch das mal an. Also das ist ziemlich selten und gerade bei einem Vorkriegsauto finde ich das auch ganz, ganz wichtig, mit den original englischen Nummern hier noch zu sehen. Das ist, hier steht Approximate Year of Manufacture, sogar 1932. Ich hatte gehört 1933, war gut, das ist jetzt nicht ganz entscheidend. Aber für die 30er Jahre ist das Auto äußerst modern gewesen. So, schaut mal hier. Also die gesamte Akte zu dem Wagen ist da. Ganz, ganz selten, dass man auch sowas am Markt bekommt. Und ich sage mal, viele von diesen Alvis, die sind teilweise zusammengebastelt. Er ist hier vom Markenspezialisten komplett revidiert worden. Also erste Klasse, anders kann man es nicht sagen. Gut, also ihr seht, das ist schon mal eine ganz tolle Akte, die wir hier dabei haben. Dann haben wir hier ein Owners Book, schätze ich mal. Nein, der hat hier alles aufgeschrieben, was er mit dem Wagen gemacht hat. Alle Erklärungen, wie er bewegt werden muss. General Chassis, was haben wir hier? Also da hat sich jemand richtig befasst mit seinem Wagen. Sowas finde ich ja immer toll. Bei einem Auto, was mittlerweile gegen die 100 Jahre geht, aus allen Zeiten noch alles dabei ist. Guck mal hier, was haben wir denn hier? Car Trail Ring of Distinction. Was ist das?
Kannst du mir da helfen? Bin ich auch überfragt. Ist Paul auch überfragt, aber ist auf jeden Fall dabei. So, dann haben wir hier vorne Vintage und Classic Cars David Jones aus München. Ach, den kenne ich ja sogar, David Jones. Der lebt nicht mehr, aber ich kenne ihn. Ja, also Auto ist wirklich toll. Schaut euch das mal an hier. Drains, was ist das denn? 3300 Meilen. Erster Check, zweiter Check. Ist ja irre. Also was hier alles gemacht werden muss, ist hier handschriftlich festgehalten. In einem Papier, was es heute so gar nicht mehr gibt. Was ist das denn hier? Ja, das ist ja wirklich irre. Eigentlich müsste man sich damit mal richtig eingehend befassen. Aber derjenige, der das Auto über lange Zeit besessen hat, hier Auspuff. Das ist ja irre. Also was wir hier an Dokumenten dabei haben, finde ich einmalig. Hier 1960, 1960, 1959. Derjenige, dieser Kapitän, dieser Captain aus England, hat sich wirklich damit befasst. Geht übrigens bei 1951 los, also noch vorher. Coachwork Exterior. Da ist alles beschrieben worden, was man mit dem Auto gemacht hat. Tja, über Jahrzehnte. Toll. Und das, ja, und so weiter. Ja, dann haben wir hier hinten noch ein paar Bilder von der Restaurierung. Da haben wir hier einen FIFA-Pass, den gibt es auch. Das Auto gehört jetzt zu einem deutschen Besitzer, der das Auto auch länger hatte. Der Wagen hat auch zuvor einem Deutschen, nee, einem Wiener gehört in Österreich, der das Auto 20 Jahre hatte. Also das Tolle ist, wir wissen ab 1933, was mit dem wunderschönen Wagen passiert ist. Ja, jetzt zeigen wir euch mal so ein bisschen im Detail das Auto. Also, er hat 4 Türen, das ist ja ein Cross und Alice Tourer. Es sind nur 60 Fahrzeuge überhaupt gebaut. Ist auch relativ guter Platz, die Bank ist jetzt nicht so ganz hinten. Was man hier unten auch sieht, schaut mal hier, Cross and Alice Limited Coventry. Da kommt der Wagen her, es sind 60 von diesen wirklich schönen Karosserien seinerzeit gebaut worden. Dann kann man ihn so normal fahren, er hat ja hinten ein geschlossenes Verdeck, oder man öffnet ihn hier zum Auseinandermachen, dann kann man die Scheibe runterklappen. Wollen wir das mal machen, George? Kriegen wir es hin? Warte mal. Jetzt, ja, kann man lösen. Hier sind die großen Chromschrauben. Das rastet ineinander und dann sieht der Wagen sofort sehr, sehr sportiv aus. Müssen wir mal gucken. Geht er so runter? Ja. Muss man die Lampe, der hat doch eine schöne Lampe. Ja, wunderbar. Macht das wieder fest. Jetzt können wir nachher mit Spets weiterfahren. Da sieht er natürlich viel, viel sportlicher aus, der Wagen. Ist ja auch ein sportliches Auto gewesen. Hat übrigens Zentralverschlüsse, das könnt ihr hier unten sehen, die man dann mit dem Kupferhammer öffnen konnte. Hat schwarz lackierte Speichen, hat diese schönen großen Lampen hier vorne in einem herrlichen Zustand mit dem Alvis-Logo da drin. Könnt ihr das sehen? Das ist wirklich wunderschön gemacht in jedem Detail. Hier vorne sieht das nochmal, das Alvis-Logo, und hier halt eben der Vogel, der Adler, Erkennungsmerkmal. Eine sehr, sehr große Kühlerfigur, die damals, woran man sofort die Marke Alvis erkannt hat. Ja, der Wagen ist in dunkelblau lackiert, hat schwarze Kotflügel und sämtliche Anbauteile an dem Auto, also ob es jetzt die Stoßstangen sind, das entspricht alles authentisch dem Original. Und ich kann euch sagen, ein Auto in die Qualität zu versetzen, kostet über 200.000 Euro. Das Auto kostet aber heute hier bei uns unter 200.000 Euro, was ich für verhältnismäßig spannend halte. Weil man hat hier alles gemacht ohne Rücksicht auf Kosten. Also man hat gesagt, es ist völlig egal, wir wollen ein total perfektes Auto haben, egal was das kostet. Und was dabei rausgekommen ist, ist halt eben dieser wunderschöne originale Vorkriegsklassiker. Ich meine, das ist natürlich klar, so ein 90 Jahre Auto völlig original, das gibt es in der Regel nicht. Oder dann ist so ziemlich alles kaputt. Das hier ist toll gemacht und man hat dabei nicht aufs Geld geguckt. So, was jetzt? Motor. Dann Haube auf. So, jetzt zeigen wir euch mal den Motor. Der verbirgt sich hier vorne, hat ja eine 6-Zylinder-Maschine, wie ich schon erwähnt habe. Schaut mal hier rein. Geht der rüber? Hat er irgendwo eine... Nee, einfach hinlegen. Einfach hinlegen, kann man hier machen. Ja, 6-Zylinder-Maschine ist ein legendärer Motor, der 90 PS geleistet hat, mit 3 Vergasern, hat hängende Ventile der Wagen, hat ungefähr 2,6 Liter Hubraum, eine 6-Zylinder-Maschine, kann man ja gut erkennen. Hier mit angeflanschtem Getriebe. Die Nummern stimmen alle bei dem Auto. Ja, ist also wirklich hervorragend restaurierter Wagen. Ist alles gemacht worden. Ob es der Kühler ist oder die Vergaser oder der ganze Motor, das könnt ihr, glaube ich, sehen. Jemand, der sich ein bisschen mit englischen Autos auskennt, der erkennt, dass das eine ganz fantastische Arbeit ist hier. Ja, hinten ist der Tank, ungefähr ein 60-Liter-Tank. So ein Auto verbraucht so 10 bis 15 Liter, je nachdem wie er gefahren wird. Hier ist der Einfüllstützen hier vorne.
Dann hat er hier diese wunderschön designten Rückleuchten, bitte sehr, die gehören auch original so auf den Albis. Und auch diese tolle Stoßstange. Also das Schöne an dem Wagen ist, hier ist alles authentisch so restauriert worden von höchster Güte, wie er damals die Werkshallen verlassen hat in Coventry. Ja, es sind übrigens von dem Fahrgestell 400 Fahrzeuge gebaut worden, 60 davon Cross- und Ellis Tourer. Und das war eigentlich der schönste Karossier für diese Autos, die schönste Form gewesen. Ja, wie ihr wisst, habe ich hier mal einen Handzettel dabei, weil ich mir nicht immer alles merken kann. Ich lese aber gerade, dass von 1980 bis 1985 gehörte er William Roger Williams. Das ist der Gründer und Kopf hinter der Firma Suffolk. Die haben den SS100 gebaut. Also auch dem hat das Auto gehört und so jemand hat sicherlich nur dann so tolle Autos, wenn sie auch wirklich toll sind. Ja, jetzt vielleicht ein paar Bemerkungen zu unserem weitgehend originalen Armaturenbrett, was der Albis auch hat. Hier vorne ist Temperatur, hier vorne haben wir da den Drehzahlmesser. Da haben wir da vorne, warte mal, Öldruck, ne? Da ist der Öldruck, hier ist der Sprittank, Tankanzeige, Amperemeter, hier vorne Ladung und da haben wir Miles per Hour, also Geschwindigkeit. Jetzt haben wir Zwingo ahead. Nee. Hat aber Respekt. Hält er wegen uns an? Ja. Das ist ja toll. Das ist doch mal ein netter Autofahrer. Das finde ich ja super. Hält die echt an wegen uns? Danke. Ja, das ist doch nett hier. Eine Dame am Steuer lässt uns vor. Finde ich ja total cool. Ja, es gibt eben doch noch Menschen, die wirklich auch vom Auto Respekt haben. Nicht wie so mancher Radfahrer, der einfach da einem quer vorkachelt, ohne Rücksicht auf alles. Aber das ist eben nicht überall der Fall. Also er hier läuft wunderbar, ist ein richtig schöner Vorkriegsklassiker. Vorsicht, da kommt schon wieder einer. Läuft wunderbar, was ich auch gut finde bei dem Auto, hat schöne große Spiegel. Denn die meisten Vorkriegsautos, die haben kleine Spiegel, man kann dann im rückwärtigen Verkehr so gut wie gar nichts sehen. Das ist hier nicht der Fall, finde ich sehr, sehr angenehm. Also man hat das Auto auch so gestaltet nach der Restaurierung, dass man ihn sehr, sehr gut benutzen kann. Und das kann man hier wirklich mit dem Wagen machen. Ja, aber macht Spaß mit so einem Auto zu fahren. Das ist nochmal eine ganz, ganz andere Welt, eine ganz, ganz andere Abteilung. Man sitzt hier noch viel mehr in der Natur. Man muss natürlich hier mit dem Vorkriegsauto sehr viel vorsichtiger umgehen und aufmerksamer fahren vor allen Dingen. Die Bremsen sind halt eben so, dass man oft zweimal treten muss, bis dann da auch Wirkung zu spüren ist. Er ist dann auch aufgebaut auf einer Holzkarosserie, das heißt auf einem Holzrahmen, wo man dann die Karosserie draufgebaut hat. Es ist halt eben sehr viel Handwerksarbeit, um sowas überhaupt entstehen zu lassen. Kommt da keiner, nee, ne? Jetzt sind wir am dritten Gang. Also man muss das Getriebe ganz feinfühlig schalten, dann bekommt man noch gut die Gänge rein. Ich sehe jetzt aber nichts nach hinten. Weil, Das ist aber Schorsch. Ja, ich glaube, ja, das ist ein Design. nee, das geht ja nicht. Nee, also mit den anderen beiden Scheiben gibt es keine Rückspiegel mehr, weil die klappen automatisch mit nach unten. Muss man halt ein bisschen aufpassen. Aber man braucht ja auch keine Rennen zu fahren mit so einem Auto. Man genießt das Gleiten durch die Landschaft. Das ist eigentlich viel, viel wichtiger. Maschine hört sich sehr gut an und die hat auch eine ziemlich gute Leistung, wie ich merke. Also er schiebt schön an. Sind immerhin 2,6 Liter Hubraum, das ist eine ganze Menge und zwar verteilt auf 6 Zylinder. Ja, ja, hat schön Kraft. Schönes Auto. Ja, das ist für die Freunde des Automobils, die englische Klassiker toll finden, ist das sicherlich
Einer der interessantesten Fahrzeuge überhaupt, weil er sich auch sehr viel leichter fährt als ein Bentley. Den kann man wirklich gut bewegen hier. Und mit 2,6 Litern Hubraum ist man auch wunderbar angezogen. Man hat genügend Kraft. Servolenkung hat er natürlich keine, aber er lenkt sich einigermaßen leicht. Hat ein relativ großes Lenkrad. Ja, und fährt schön, ne? Es wird halt jetzt ohne Scheibe ein bisschen windiger im Auto. Aber auch das geht mit Brille. Das ist ja der Grund, weshalb es damals die Autofahrer Brillen gab. Gar nicht schlecht, die habe ich heute leider vergessen. Gehört eigentlich in so einen Wagen, muss man immer aufhaben. Hupe da. Oh, da hört sich an wie eine US-Hupe, ne? Also wie eine englische hört diese, oder war das eine englische Hupe? Weiß ich gar nicht. Das sollte eigentlich auch original sein. Funktioniert auf jeden Fall toll, gehört wird man. Ja, damals Autofahren war ein Erlebnis, ne? Da war einfach das Autofahren an sich das Erlebnis. Ja, Freude am Auto, Freude mit Cargold, Freude am Leben, das haben wir hier wieder alles zusammen. Also es ist eine echte Aufgabe, so einen Wagen zu bewegen, aber man muss sich da konzentrieren, das macht einfach auch Spaß, sowas zu tun. Heute ist das ja anders, alles elektronische Helfer, also man wird da gar nicht gefordert, wenn man heute ein Auto fährt. Hier wird man wirklich gefordert, das ist die Aufgabe an sich, den Wagen zu bewegen. Und dieses autonome Fahren, was man da heute programmiert, ich weiß gar nicht, ob ich das eigentlich möchte. Mir macht das Autofahren an sich ja Spaß. Und je älter die Autos sind, umso anspruchsvoller ist das auch. Und mir macht das Freude, also gar keine Frage. So einen alten Wagen zu bewegen, finde ich absolut klasse. Ja, so war das vor 90 Jahren. Damals ist man so gefahren, die meisten Straßen waren auch überhaupt noch nicht geteert oder sehr viele Feldwege. Da musste man ihn halt eben gut bewegen können, aber es hat wirklich Spaß gemacht. Wenn man da dann am Ziel angekommen ist, da wusste man, was man gemacht hat, was man getan hat. Es erfüllt einen, mich erfüllt das. Es erfüllt meine Seele, es erfüllt mein Gemüt. Meine Stimmung ist nach einer Probefahrt jedes Mal besser, als wenn ich vorher losfahre. Das habt ihr, glaube ich, schon gesehen, deswegen machen wir auch diese Filme mit großer Begeisterung, großer Freude weiter. Und das gilt selbstverständlich auch für diesen Albis hier. Ja, jetzt sind wir ungefähr so 12, 13 Kilometer gefahren. Auto läuft hervorragend, Maschine hört sich ganz, ganz super sauber an. Kraft hat er genügend. Er ist gut zu beschleunigen. Qualität, Karosserie, Leder, alles toll gemacht. Hat sehr bequeme Sitze übrigens, Schalensitze mit einem guten Seitenhalt. Und lenken tut er sich auch verhältnismäßig leicht. Ja, da vorne ist unser Beuerberg wieder. Das ist jetzt die nächste Zeit das Zuhause für unseren schönen Albis Speed 20. Wenn ihr Interesse habt, könnt ihr mich jederzeit besuchen. Ihr wisst ja auch, ich wohne hier. Freue ich mich auf euren Besuch. Und ansonsten möchte ich mich jetzt von euch verabschieden. Bis zu meinem nächsten Film. Euer Stefan. Bis bald und ciao.